Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zu einem weiteren News-Video. Ihr wisst, News-Videos bei mir meistens ein schlechtes Zeichen, dieses Mal ein äußerst schlechtes Zeichen, denn unsere liebe Bundesregierung, die Große Koalition, plant, und das ist jetzt Zitat von der FAZ, plant einen Generalschlüssel zum digitalen Innenleben der Bürger. Der Vorschlag, Strafverfolgung Zugang zu Internetpasswörtern zu geben, ist schlicht verfassungswidrig. Wir wollen uns das mal ganz kurz genauer angucken. Was wollen die eigentlich? Die Bundesregierung möchte die Möglichkeit haben, zu Google zu gehen oder zu jedem anderen E-Mail-Provider, zu jedem sozialen Netzwerk und generell zu jedem, der einen Dienst im Internet betreibt. Das ist das, was da drin steht im Gesetzesentwurf. Und sie wollen nicht die Möglichkeit haben, die Daten abzugreifen, die da gespeichert sind, sondern sie wollen Zugriff auf die Passwörter. So, jetzt jeder, der ein kleines bisschen Ahnung von Informatik hat, beziehungsweise Ahnung von Webentwicklung, der wird erstmal den da machen und danach höchstwahrscheinlich den da. Und wir wollen uns heute angucken, warum das eigentlich eine angemessene Reaktion ist, wenn ich mir hier den Facepalm einmal quer durch den Schädel gebe. Denn ja, wir wollen einmal ganz kurz revidieren, wie eigentlich Passwörter wirklich im Internet gespeichert werden. Sprich, wie werden eigentlich Passwörter bei Google gespeichert? Zunächst einmal, ihr gebt euer Passwort in eurem Browser ein, um euch einzuloggen, beziehungsweise erstmal, um euch zu registrieren. Dieses Passwort wird dann verschlüsselt über TLS an den Server von Google übergeben. Dort wird die Verschlüsselung wieder aufgehoben und Google sieht das Passwort als Passwort 123. Anschließend wird an dieses Passwort ein sogenannter Salt hinten dran gehängt. Darauf habt ihr null Einfluss. Der ist einfach zufällig und wird da hinten dran gehängt, um solche beschissenen User-Passwörter stärker zu machen. Und dann wird das Passwort gehasht und der Salt wird einfach im Klartext hinten dran gehängt. So. Und der Sinn davon ist jetzt, das ist übrigens ein Bcrypt-Hash, und der Sinn davon ist jetzt folgender, dass wir dieses Passwort, diesen Hashwert von dem Passwort, auf gar keinen Fall zurückwandeln können in Passwort 123. Warum? Nun ja, ganz einfach. Wenn ein Hacker Zugriff auf die Datenbank von Google oder von irgendeinem weiteren Online-Dienst erhält, dann hat er nur Zugriff auf den Hashwert. Und der Hashwert, naja, der macht es dem Hacker überhaupt nicht möglich, das Passwort rauszufinden. Während andersrum, wenn das echte Passwort gespeichert ist, also Passwort 123, dann hat der Hacker das Passwort im Klartext und kann es einfach überall wiederverwenden. Sprich, er kann jetzt, wenn er Google gehackt hat und das Passwort von Google bekommen hat, kann er sich höchstwahrscheinlich damit auch bei Facebook anmelden, bei E-Mail anmelden, bei was weiß ich, bei allen möglichen Diensten kann er sich dann mit diesem Passwort anmelden, weil wir Menschen einfach faule Säue sind und unsere Passwörter wiederverwenden. So, und das ist ein Riesenproblem, denn mit diesem Passwort kann jetzt der Hacker einfach alles mit diesen persönlichen Daten machen und der kriegt dann natürlich auch einfach einen Komplettzugriff auf alle Dienste. Genau diesen Hackerangriff oder diesen kompletten Zugriff will aber unsere Bundesregierung. Und das ist einfach nur fahrlässig. Das heißt, sie haben nicht nur Zugriff darauf, was wir eigentlich im Netz teilen, was wir von uns preisgeben oder sogar was wir an privaten Nachrichten schreiben. Das gibt es ja auch schon als Gesetzesentwurf. Ein Gesetzesentwurf, der WhatsApp dazu zwingt, Klartextnachrichten an unsere Regierung zu geben. Nein, sie wollen jetzt sogar unsere Passwörter haben. Und was man damit machen kann, das ist ganz einfach, man kann sich als diese Person ausgeben. Das heißt, wenn jemand meine Daten hat, dann weiß er sehr, sehr viel über mich. Das kann unsere Regierung schon sehr, sehr lange und auch das geht meines Erachtens deutlich zu weit. Aber wenn die Regierung jetzt sogar mein Passwort hat, dann kann sie in meinem Namen YouTube-Videos posten oder in meinem Namen Facebook-Posts veröffentlichen und dadurch natürlich einige Leute erreichen und die denken, das kommt von mir. Sprich, sie gibt sich als ich aus und das ist ein sehr, sehr gefährlicher Hackerangriff. Sie kann zum Beispiel auch meinen ganzen Freunden eine E-Mail schreiben mit einem Trojaner drin. All das ist gar kein Problem mehr. Und das zerstört das Vertrauen ins Internet komplett. Da kann man eigentlich keinem Dienst mehr trauen. Denn es ist ja jetzt nicht so, als würde man sagen, hey, gut gesicherte Dienste wie zum Beispiel Google, die können weiterhin nicht gehackt werden. Nein, Google würde durch diesen Gesetzentwurf gezwungen werden, schwache Passwörter zu speichern, also ungehashte Passwörter zu speichern. Sprich, es ist überhaupt kein Problem mehr. Selbst wenn dann ein Hacker Zugriff auf Google bekommt, der kann das auch machen. Jeder Mensch, der dann Zugriff auf die Datenbank hat und die Regierung hat die per Default einfach. Jeder Mensch ist dann einfach
vertretbar. Das heißt, die Regierung kann sich als jeder Mensch ausgeben. Und das führt einfach zur absoluten Kontrolle, weil ich einfach nicht mehr drauf setzen kann, dass mein Freund mir auch gerade wirklich geschrieben hat, dass er in 15 Minuten da ist und wir dann irgendwas zocken, sondern es könnte auch einfach die Regierung sein, die sicherstellen möchte, dass ich zur Hausdurchsuchung da bin. Solche Dinge zum Beispiel, ja. Und das ist einfach nur unfassbar fahrlässig. Und wie genau das gegen Hasskriminalität hilft, das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Denn dieses ganze Gesetz wird gerade im Namen der Hasskriminalität, sprich im Rahmen von Mobbing im Internet sozusagen, wird das veröffentlicht. Aber wie das Mobbing im Internet verhindern soll, das möchte ich mal bitte von euch erfahren und darüber möchte ich auch ganz gerne mit euch diskutieren. Ich weiß nicht, wie das helfen soll, vielleicht übersehe ich hier einen wichtigen Punkt, achtet deswegen bitte auf die Kommentare und die Beschreibung, die werde ich natürlich aktualisieren, falls mir irgendjemand hier Erleuchtung verschafft. Aber aktuell sehe ich einfach nur hier ein riesiges Problem in der IT-Security, das überhaupt nicht vertretbar ist. Und hier muss ich sagen, bitte informiert euch, bevor ihr solche Gesetze verabschiedet oder auch nur Entwürfe dazu verabschiedet. Sowas kann nicht legal werden. Und trotzdem sieht es aktuell so aus, als würde es legal werden. Denn die einzige Hürde ist ein richterlicher Vorbehalt. Ja? Nicht mal ein richterliches Nein, sondern ein kleiner Vorbehalt. Und diese kleinen Vorbehalte, naja, die waren in der Vergangenheit schon relativ schnell beiseite geschafft. Okay, also ich freue mich auf die Diskussion. Wir hören uns in den Kommentaren und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.